Hallo, wir sind's wieder, die Piranhas. Willkommen zu Piranha Becken TV aus dem total heißen Essen. Ja, heute haben sie mal wieder angekündigt, soll mal wieder der heißeste Tag des Jahres werden. Schon wieder. Und ich glaube, Sie haben recht. Ich fürchte, Sie haben recht. Ja, wir sind hier unterm Dach und wir haben den Ventilator direkt in unsere Gesichter am Pusten dran. Und naja gut, es wird schon irgendwie funktionieren. Das Thema heute ist Schlauch oder nicht Schlauch? Linearität in Open-World-Rollenspielen. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, wie viel Linearität brauchst du eigentlich in so einem Open-World-Rollenspiel? Und die haben Folgendes gesagt. Ich bin ein Riesenfan von linearen Dingen. Wenn es das Spielkonzept dann auch zulässt. Und in manchen Open-World-Games habe ich gerade am Anfang immer das Gefühl, was mache ich jetzt, wo muss ich hin, wer bin ich überhaupt? Und das ist halt immer, das finde ich halt schade. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, wenn man Linearität in einem Spiel hat. Ich möchte alle Freiheit. Ich möchte zum Beispiel auch in ein Dixie-Klo. Also ich brauche mehr auf jeden Fall, weil wenn ich nicht geleitet werde durchs Spiel, dann verliere ich ganz schnell den Faden. Also ich hatte das zum Beispiel bei Skyrim, sehr, sehr bekannt, und da hatte ich halt das Problem, dass ich keine Ahnung hatte, wo ich hin soll, und habe halt nur Blödsinn gemacht am Anfang und bin ständig gestorben, und dann habe ich halt super schnell die Lust am Spiel verloren und die Story hat mich halt nicht gepackt, deswegen bin ich dann auch nicht weiter. Brauchen ist immer die Frage, wer es braucht. Also ich persönlich mag es immer lieber, wenn ich einer Story folgen kann und dann halt ab und zu mal was daneben mache. Es gibt ja durchaus Open-World-Spieler, die eigentlich nur aus den Nebenaktivitäten bestehen, und ich persönlich mag lieber die Story, also für mich lieber mehr. Also wenn ich jetzt dort nicht auf interessante Sachen stoße im Spiel, dann kann man auch durchaus die Lust verlieren. Und also Linearität ist für mich jetzt vielleicht auch nicht der Bestandteil vom Spiel. Eigentlich keine, sonst wäre es nicht wirklich Open World, weil Open sollte dann auch im Grunde genommen der Erzählstrahl sein, meiner Meinung nach. Ich würde sagen 50% tatsächlich. Ich möchte teilweise Freiheiten haben, alles exploren und sonst was. Wenn ich nur geradlinig die ganze Zeit auf die Geschichte zugesetzt werde, dann ist mir das Spiel, dann wird es mir zu langweilig. So viel, dass ich nicht vollkommen verloren gehe. Eigentlich nicht viel. Kommt halt immer drauf an, was geboten wird. Ja, manche finden es gut, Linearität, manche brauchen sie vielleicht sogar. Viele finden es blöd. Das ist also tatsächlich so ein Hin und Her. Wo sind denn die Vor- oder Nachteile bei solchen schlauchigen oder linearen Sachen? Naja, als ich damals angefangen habe zu spielen, da waren die ersten Spiele tatsächlich auch eher schlauchig, muss ich sagen. Mhm. Jetzt liegt natürlich der Verdacht nahe, dass es einfacher ist, auch in so ein Spiel reinzukommen, wenn man einen schlauchigen Level hat. Jetzt kommt aber der erste Hasenfuß, sage ich jetzt mal. Oh Gott, jetzt geht's los. Entschuldigung, mir ist ein besseres Wort eingefallen. Der Hasenfuß. Halloumi, Hase lutscht Minze. Das ist ihr Eselsohr, um sich den Halloumi-Käse zu merken. Ja? Erwähnte ich schon, dass es warm ist. Ja. Jedenfalls, ich persönlich fand es eigentlich immer schöner, wenn es offen ist. Ja. Wenn ich machen kann, was ich will. Ja. Der Vorteil an dem Offenen ist auch direkt, ich kann erst mal selber gucken, worauf ich jetzt Bock habe. Und wenn ich jetzt nicht Bock habe, mich in den nächsten Kampf zu stürzen und irgendwie zigmal zu sterben oder noch gar nicht so richtig mit der Steuerung klarkomme oder, ja, das ist mir aufgefallen, als ich versucht habe, meiner Mutter beizubringen, wie man mit einem Controller umgeht. Dann ist es eher so, dass das Spiel langsamer anfängt. Als wenn der Entwickler dir im Grunde genommen durch einen linearen Schlauch vorgibt, in welchem Tempo du quasi dieses Spiel spielst. Ja. Das ist nämlich sehr viel stärker in einem linearen Spiel vertreten. Nichtsdestotrotz, wenn es jetzt nicht unbedingt irgendwie, ich sag mal, so ein Spiel ist wie Dark Souls, wo du das erste Mal sofort stirbst, gibt es natürlich auch viele Spiele, die etwas einfacher sind und linear gestaltet. Da ist das mit der Orientierung sehr viel leichter. Ja? Weiß nicht, wie ging dir das? Womit hast du angefangen? Und mit Doom tatsächlich. Ja? Das war damals ja auch recht schlau. Doom 1, ja. Da war es auch egal, weil es war irgendwie gruselig und es war das erste Mal, dass ich habe mir auch extra dafür einen PC gekauft, tatsächlich mich in einer 3D-Welt bewegt habe.
Und das ist dann schon faszinierend. Ne? Also man kann tatsächlich da rumlaufen und so. Und als es dann auch Multiplayer gab, so, dann konnte man auch mal um die Figur drum herum laufen, um seinen Partner. Ne? Und der hat sich dann bewegt, der hat sich bewegt, so, ne? Und es war halt nicht ein Monster, was sich sofort auf Sicht umgebracht hat, so, ne? Und das fand ich schon faszinierend. Aber die waren linear, das stimmt, ne? Irgendwann ging mir da doch ein bisschen auf den Zwirn, ne? Und das erste Rollenspiel, was ich tatsächlich gespielt habe, war Ultima Underworld damals. Und das war so eine Mischung aus einem linearen Spiel und einem freien Spiel, weil The Abyss ist in mehreren Ebenen unterteilt gewesen und du wurdest da reingeworfen und musstest dich irgendwie von unten nach oben oder von oben nach unten durcharbeiten. Und man hatte da Passagen drin, wo man diese Ebenen frei halt bereisen konnte, so, ne? Und das fand ich, das hat bei mir sofort gezündet. Da habe ich gesagt, okay, das ist geil. Es ist jetzt nicht irgendwie, ich weiß, okay, das kommt das nächste und das nächste. Ich kann mir jetzt irgendwie aussuchen, wo ich meinen ganzen Pröttel hinschmeiß. Das konnte ich machen. Ich kann mir jetzt aussuchen, welchen Weg ich als nächstes gehe, ob ich jetzt weiter runter gehe oder ob ich erstmal diese Ebene abgrase, weil ich davon ausgehe, dass da halt auch Monster sind, die für mich geeigneter sind, als jetzt je tiefer man kam in The Abyss bei Ultima Underworld, desto schwerer wurden die ja natürlich auch, ne? Und das fand ich faszinierend, dass man selbst sozusagen verantwortlich war für seinen Spielspaß, so, ne? Und nicht nur das vorgefertigte lineare Ding vorgekaut bekommen hat. Das Ding ist ja auch, dass das ein Explorer natürlich viel mehr anspricht. Und das ist etwas, was ich lange Zeit gesucht habe damals, ja, dass ich einfach rumlatschen kann und Sachen aufsammle, mich aufrüste und irgendwie mich mit anderen Dingen beschäftige als Fortschritt und Kampf. Ja, das gehört natürlich auch dazu. Nur rumkrötteln ist langweilig, aber dass mir das Spiel überhaupt erlaubt, mich umzusehen und ich dann auch dafür belohnt werde, in die Ecken zu gucken, das ist so ein Ding, das einen Spieler wie mich unwahrscheinlich packt. Ja, ich weiß, ich hatte damals auf dem Game Boy Super Mario. Ja, Super Mario habe ich gespielt und ich habe es auch mehrmals durchgespielt und fand das eigentlich ziemlich langweilig. Und irgendwann kam die dann irgendwie mit ihrem Super Mario World oder wie, was, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das wirklich so hieß auf dem Game Boy. Jedenfalls konntest du dir dann aussuchen, dann hattest du so eine Landkarte und du konntest dir das erste Mal aussuchen, wo du zuerst hinläufst. Und das fand ich so geil, dass ich selber nur entscheiden durfte, welchen Level ich jetzt zuerst spiele, dass ich dieses Spiel viel mehr geliebt habe als den ersten Teil. Und so ein Rollenspiel mit Open World ist irgendwie so die Erfüllung von einem Explorer-Traum, wo du einfach mit Leuten quatschen kannst, dir eine eigene Truhe zulegen kannst. Du kannst dich da irgendwo hinsetzen und die Aussicht genießen irgendwie. Kannst an deinen Klamotten rumprutschen, kannst irgendwie deine Schmiede stellen, irgendwelche Sachen schmieden und dich stundenlang mit irgendeinem Kram beschäftigen, der eigentlich überhaupt gar nichts mit der Story oder irgendeinem Fortschritt zu tun hat, sondern nur mit dir selbst, wenn du da Bock drauf hast. Und das ist etwas, das ich für eine große Errungenschaft gehalten habe, ja, die ich persönlich so in der Form lange nicht kannte. Entsprechend stehe ich natürlich darauf. Aber das hat natürlich auch Nachteile, ne? Wenn du eine Open World hast und du lässt dem Spieler irgendwie die totale Freiheit, nahezu von Anfang an, kann es natürlich auch sehr schnell sein, dass der irgendwelche Sachen macht. Und sich der Weiten des Alls verloren hat. Lost in Space. Das passiert sehr häufig. Es gibt auch viele Spiele, die das auch fördern, ja. Also das Lineare komplett weglassen und dann du kannst machen, was du willst und dann ist es auch egal, was du machst, ne? Aber da kann man sich auch dran verlieren, ja. Gut, die Vor- und Nachteile haben wir ein bisschen beleuchtet, ne? Wollen wir mal gucken, warum werden denn überhaupt lineare und offene Spiele gemacht? Ja. Und warum sind es tendenziell eher so gefühlt die linearen Spiele, ja, die gemacht werden? So habe ich manchmal das Gefühl. Was einfacher ist vom Gameplay her, weil es vorhersehbarer ist, ganz bestimmt sogar. Ne? Das heißt, man weiß immer, wo der Spieler gerade ist und wie lange er gespielt hat bis dahin. Aus Entwicklersicht. Aus Entwicklersicht, ja. Wir wissen das nicht.
Das heißt, wir haben überhaupt keine Ahnung, wo, an welcher Stelle der Geschichte oder der Zeit oder wie stark du bist oder so, wenn du dich einer Stadt näherst oder wenn du irgendwo einen Typen triffst oder ein Monster begegnest oder sonst was. Wir wissen das nicht. Wir raten gut, ja, dass wir beispielsweise so kapitelmäßig irgendwie, das heißt, wir erzählen unsere Geschichten in Kapiteln und unser Held wird stärker in Leveln. Ne? Das muss aber nicht dasselbe sein. Ja, das ist klar, ne? Also wenn du keine Geschichte spielst und dich nur auflevelst und machst und tust, ja, und irgendwelche Missionen spielst, bei uns in unserem Spiel Elex, ja, dann heißt das noch lange nicht, dass du der Hauptstory gefolgt bist und im zweiten Kapitel bist. Das heißt, selbst die Sachen, die du in der Hauptstory, denen du begegnest, ja, haben feste Werte und sind nicht skalierbar oder sonst irgendwie sowas, sondern die Welt ist so, wie sie ist. Und dann kann das sein, dass du da so durchrusht und sagst irgendwie, ach, das ist mir aber ab Kapitel, weiß ich nicht, Schlag mich tot 2, 3 oder so an der und der Stelle eigentlich zu einfach, weil er explored hat ohne Ende, ja, oder eben nicht, weil er versucht, schnell die Hauptstory durchzuspielen. Oh, der Endgegner, der ist aber ein bisschen zu stark, so, ne? Und das ist natürlich so eine Sache. Wir wollen feste Werte, also haben wir auch damit zu leben, dass solche Effekte dann greifen an der Stelle. Wir wollen kein lineares Spiel, wir wollen gerne ein Open-World-Spiel, wo du halt solche Sachen machst. Gut. Das ist eine Entscheidung, warum lineare oder freie Spiele gemacht werden. So, ne? Aber es gibt noch andere Dinge, wie zum Beispiel die grafische Qualität. Man munkelt, ja, lineare Spiele haben eine bessere Qualität als freie Spiele. Wie kann das sein? Also, was könnte dahinter stecken, hinter dieser These? Gibt es auch mehrere Ansätze. Ich sag mal einfach ganz platt, wenn es jetzt einen Raum gibt und dahinter gibt es einen Raum und dahinter gibt es einen Raum und den müssen wir bauen und hübsch machen, dann haben wir natürlich grafisch viel mehr Möglichkeiten, das jetzt aufzupolieren, ja, und eine viel weil man sieht die ganzen Räume nicht auf einmal. Das ist das. Ganz genau. No? Ne? Du bist in einem abgeschlossenen Bereich und den kannst du dir irgendwie angucken und der kann dann auch so richtig geil aussehen, weil der Rest, der ist nicht im Speicher. Ja, wenn du irgendwie irgendwo auf dem Berg stehst und du guckst irgendwie über die Weite des Landes und wir wollen, dass das dann immer noch geil aussieht, dann müssen wir das auch entsprechend technisch so umsetzen, dass der Speicher das hergibt. Und da gibt es so kleine Dinge, die sich Spieler häufig wünschen, über die man dann nachdenken muss, weil sie Vor- und Nachteile haben. Zum Beispiel, du kannst auch bei unserem Spiel in ein Gebäude hineingehen, aber wenn du rausguckst, siehst du trotzdem noch alles, was draußen ist. Ja. Ne, das ist eine Qualität, die manche auch als solches empfinden. Das heißt, ich habe das Gefühl, auf der einen Seite, ich bin immer in der Welt und die Welt ändert sich nicht. Ich habe keine Ladezonen, ich habe auch keine abgeschlossenen Räume und innen ist irgendwie so wie bei Harry Potter die Tasche irgendwie, ja komm, wir gehen ins Zelt, ja, und dann bist du im Zelt und das Zelt ist größer, als es eigentlich von außen wäre. Solche Effekte gibt es dann nicht, denn es ist tatsächlich alles in einer Welt und in einem Guss. Das kann sehr viel Immersion erzeugen, so eine Entscheidung. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, würde man einfach irgendwie Milchglas vor alle Fenster machen und das Außen vortäuschen. Du würdest aber nicht wirklich nach draußen gucken können, könntest du natürlich innen dann wieder mehr machen. Ja, an grafischer Qualität und auch irgendwie mogeln, was die Räume angeht, weil es ja nicht derselbe Raum sein muss. Und so entscheiden sich viele Spieleentwickler halt für das eine oder das andere, je nachdem, wo sie jetzt einen Punkt setzen wollen. Und wir entscheiden uns meistens dafür, nein, wir möchten gerne alles aus einem Guss. Wir möchten möglichst, dass der Spieler nicht irgendwie in irgendwelche Wartezonen, Ladezonen oder vorgegaukelte Räume läuft, um diese Immersion aufrechtzuerhalten. Du hast gerade von linearen Räumen gesprochen, die hintereinander sind. Sowas Ähnliches muss man teilweise auch in einer Open World machen. Ne? Man muss Culling betreiben. Was bedeutet das? Culling bedeutet, dass man irgendwelche Wände hat und alles, was dahinter ist, wird nicht gerendert. Berge zum Beispiel sind sowas. Oder hohe Wände. Ja? Wie zum Beispiel das alte Lager bei Gothic 1. Ja? Das war mit Absicht mit so einer hohen Mauer umgeben, ja, oder so einer hohen Palisade, weil da konnte man so Culling-Wände reinziehen. Ne? Occluder nennt man die. Dass du, wenn du außen stehst, die inneren Räume und die inneren Hütten und alles, was drin ist, nicht gerendert werden muss. Das heißt, das wird nicht berechnet. Und damit verbesserst du natürlich auch die Performance von einem Spiel. Was Ähnliches haben wir auch bei Elex gemacht, nämlich auch eine Kuppelstadt mit einer Kuppel,
Ne? Auch mit so einer hohen Wand drumherum, dass du alles, was drinnen ist, und wir hatten da sehr viel unterschiedliches Zeug drin, dass alles irgendwie den Speicher musste. Waren auch noch so wahnsinnig und haben die Stadt so aufgebaut, dass wirklich alle Gilden irgendwie mehr oder weniger da drin vertreten waren. Das heißt, es gab noch wenig, die irgendwie dieselbe Rüstung anhatten und so weiter. Auch da waren Occluder drin, in dieser Wand. Das heißt, wenn man ein Open-World-Spiel macht und man rennt durch die Gegend, dann muss man schon immer gucken, ist das wirklich nötig, dass das wirklich auch berechnet wird, was da zu sehen sein soll? Sieht man das auch wirklich? Und das ist natürlich bei einem Open-World-Rollenspiel, was nicht linear gebaut ist, natürlich viel, viel schwieriger. Eine Sache, die ähnlich ist wie bei der ganzen grafischen Sache, ist auch in der Hauptstory. Es ist etwas völlig anderes, wenn du ein Spiel hast, bei dem du genau weißt, wann der Spieler zu welchem Zeitpunkt welche Dinge weiß. Dann kannst du auf eine andere Art und Weise eine Geschichte erzählen. Wenn ich genau weiß, okay, diese Information hat er jetzt gekriegt, das hat er gesehen, durch die Cutscene ist er gelaufen und so weiter, dann kann ich in der Story natürlich auch genau auf diese Dinge referenzieren und reagieren. Das ist ein völlig anderes Spielerlebnis als in einem Spiel, wo du nie weißt, was der Spieler zuerst erfahren hat. Sicherlich gibt es, wie so bei einer Blase, immer wieder so, ich sag mal, Nadelöhre, bei denen wir wissen, dieses Ding weiß er im 2. Kapitel auf jeden Fall. Mhm. Oder im 3. oder 4. oder wie auch immer, so dass man auch in der Hauptstory in einem Open-World-Rollenspiel auf genau diese Dinge referenzieren kann. Oder du musst halt wie ein Baum irgendwie abfragen. Ja, wenn du Dialoge schreibst, wenn du Quests dir ausdenkst, um zu überlegen, ja, was kann der Spieler denn jetzt schon wissen und was weiß er noch nicht? Wo ist er schon gewesen? Welche Personen hat er schon kennengelernt? Welche Dialoge hat er schon gefühlt? Welche Quests hat er bereits abgeschlossen? Damit die Spielewelt überhaupt auf so etwas reagieren kann in einer Open World, muss es eine andere Art und Weise geben, diese Dinge abzufragen, damit wir in der Story auch darauf reagieren können. Und das ist ein völlig anderes Arbeiten an Quests und Dialogen als zum Beispiel in einem linearen Spiel. Freiheit wird auch oft vorgegaukelt. Ne? Da bauen die Riesenstädte und irgendwelche Dinge, die man eigentlich gar nicht erreichen kann bei vielen Spielen, um Freiheit oder Größe vorzugaukeln. Das machen wir nicht. Ja. Wir hatten einmal etwas Ähnliches versucht. Das war in Risen 2 ganz am Anfang. Ja. Da hattest du im Grunde genommen auch, wir nennen das Showcase. Showcase, ja, genau. Ein Showcase, da sahst du die brennende Stadt im Hintergrund. Ja. Da konntest du aber nicht hinlaufen. Ja. Ne? Es sei denn, irgendjemand hat sich da hingepackt. Aber eigentlich ist dieser Showcase nicht dazu geeignet, dass der Spieler das explort, sondern nur, dass es die Stadt im Grunde genommen größer wirken lässt. Und da spielen, ich glaube, die meisten Spiele machen das so, dass es immer irgendwie am Ende der Welt irgendeine Art von Showcase gibt. Ja. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir eigentlich wollen, dass das, was man sehen kann, dass man das auch erreichen kann. Das heißt, irgendwie da, oh, ich will aber dahin, das sieht irgendwie interessant aus, wollen wir eigentlich nicht. Und irgendwann ist die Welt ja auch zu Ende. Ne? Man kann ja nicht unendlich in eine Richtung gehen. Und dann versuchen wir auch immer, die Welt so darzustellen, dass man da auch gar nicht hingehen möchte. Ein Thema vielleicht noch, die Orientierungslosigkeit haben wir hier noch stehen. Ne? Den Spieler an die Hand nehmen. Das heißt, es gibt Spieler, die möchten gerne gesagt bekommen, was sie als nächstes tun sollen, ne? Weil sonst verlieren sie sich, hatten wir gesagt. So, das kann ich auch gut nachvollziehen. Es gibt auch Spiele, wo ich denke, ja, hätte man mir das vorher gesagt, hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß dran gehabt, weil dann hätte ich nämlich die coolen Stellen gefunden im Spiel. Ich fand das sehr interessant. Also auf Wunsch vieler Community-Mitglieder und Fans haben wir am Anfang von Elex zum Beispiel vieles völlig frei entscheiden lassen zu Beginn. Das heißt, dass im Grunde genommen, es ist immer eine Quest an, zum Beispiel. Ja? Das wäre so ein Mittel, womit man sagen könnte, gut, ich weiß immer zumindest eine Quest, die ich jetzt aktiviert, meinst du, dass man immer einen Pöppel hat, den man nachlaufen kann? Ich habe immer einen Pöppel, dem ich nachlaufen kann. Das hatten wir am Anfang von Elex nicht. Und dann haben wir irgendwie die Horde von Testern darüber gejagt und die haben überhaupt nicht mehr zur Rande bekommen. Ja? Sie kamen nicht gut ins Spiel. Sodass wir gesagt haben, vielleicht sollten wir doch zumindest das so machen, dass am Anfang immer ein Pöppel zu sehen ist, dass ich, bis der Spieler kapiert hat, was für eine Art Spiel das ist, so, ich bin jetzt irgendwie in einer sicheren Zone, man passiert hier nichts mehr und jetzt kannst du irgendwie selber entscheiden, welche Quest du dir anstellst oder nicht, haben wir das dann am Anfang doch gemacht. Ne? Natürlich immer mit der Option, dass ein Spieler, der das nicht will, sich das an- oder abstellen kann. Und bis zu dem Zeitpunkt, so nach dem Motto, hier ist das Tutorial jetzt zu Ende, jetzt musst du dir selber deine Quests suchen und die auch aktiv anmachen,
damit du einen Pöppel hast, dem du folgen kannst. Ansonsten hast du keinen und kannst dich einfach so durchquatschen. Das funktioniert auch. Bei Fallout 3 damals, da gab es diesen Turm, ne? Diesen Radioturm. Mhm. Und den konnte man schon von Weitem sehen. Das ist so ein Eyecatcher irgendwie, der automatisch die Spieler in die Richtung lockt und irgendwie ist gefühlt jeder an Megaton City vorbeigekommen. So was Ähnliches haben wir ja auch gemacht mit unseren Konvertern und diversen anderen Radiostationen oder sonstigen. Gut, okay. Ich denke, damit sind wir mit dem Thema soweit durch. Ja. Hast du eine Community-Frage? Ja, ich habe eine Community-Frage, die genau in die Richtung geht. Nämlich, welche Tricks wir im Grunde genommen verwenden, um eine Open World größer aussehen zu lassen, ist die Frage. Ja, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, um sowas zu erreichen. Da hatten wir die Showcases, ja. Dann gibt es noch die Möglichkeit, irgendwie Field of View zu ändern. Das heißt also so ein Bullaugeneffekt, irgendwie, dass Dinge weiter weg erscheinen, als sie eigentlich sind. Ja? Das machen wir nicht. Ne? Also wir versuchen es schon irgendwie so realistisch wie möglich darzustellen. Also solche Tricks halt nicht. Ja. Und ja, unsere Welt ist so groß, wie sie ist. Ne? Das heißt, sie größer erscheinen zu lassen, wüsste ich jetzt nicht, warum wir das tun sollten, weil die ist groß genug, ist meine Meinung, ja. Also, wenn man irgendwie von einer Ecke zur anderen läuft, ja, dann ist die schon dann braucht man auch verdammt lange schon. Ne? Was allerdings viel hilft, und das nutzen wir auch, ist Topologie. Ja? Je nachdem, wo du bist, kannst du eben nicht immer alles sehen. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Das heißt, wenn du im Wald bist, irgendwie, dann siehst du gerade nicht, was draußen bist. Wenn du auf einem Berg bist, dann siehst du in die Weite und du siehst zu keinem Zeitpunkt immer alles. Ja, dann hast du nicht den Überblick über die komplette Welt, sonst würde man die als klein empfinden, ne? Genau. So ist das, ja. Ja, das heißt, du siehst vielleicht ein Land oder einen Teilbereich irgendwie, aber es gibt keinen Berg, bei dem du die komplette Welt sehen kannst. Genau. Das wäre dann etwas zu viel des Guten. Wir hoffen, wir haben die Frage damit beantwortet und kommen dann zur nächsten Sektion, der Trophy Box. So, die Trophy Box ist verdammt schwer geworden. Ich glaube, unser Fisch muss mal einmal... Alter Schwede. Ja, was haben wir denn da gekriegt? Meine Herren. Also die Trophy Box sind Sachen, die wir von euch bekommen haben, die uns sehr gut gefallen haben. Und das hier haben wir vom Arno Klein bekommen. Hältst du mal? Oh. Okay, wollen wir es nicht übertreiben? Da sind Flaschen drin, ja. Und die zeigen wir jetzt mal. Arno Klein ist der Mitmusiker, der Drummer von der Band Jan Hegenbergs. Ja, also Jan Hegenberg. Und Arno hat eine eigene, ja, wie sagt man, Kellerei oder... ich hätte jetzt Manufaktur gesagt. Manufaktur, was auch immer. Und hat uns Met mitgebracht. Ja, vielleicht kann man das hier sehen, ja. Halt mal die Kamera. So, ne? Das ist so richtig schön schlieren macht dieser Met, ja. Und was hat er drauf geschrieben? Elex, ja. Also das ist sozusagen Elex, starker Elex-Trank hat er drauf geschrieben, ne? Das ist ja echt der Hammer, ne? Das heißt also, er hat extra für uns, ja, diese Flaschen uns gegeben. Eigentlich hätten wir jetzt hier so 2 Pinchen noch. Ja, genau. Was steht da drauf? Also dieser hier ist echt stark, der hat über 10%. Und das ist tatsächlich jetzt Minze. Ja. Kalans Erleuchtung. Das ist übrigens mein Liebling. Das ist dein Liebling, ja? Das ist mein absoluter Liebling. Total lecker. 6%, ja, 6%. Und das ist ja, Honigwein mit Kirschsaft. Das ist wirklich richtig lecker. Und die glitzern alle so schön. Ne? Kann man das sehen? Die glitzern alle wunderschön. Ja. Da ist irgendwie, keine Ahnung, Gold drin oder so, Goldstaub oder was weiß ich, was er da reintut. Kaldrims Mana hat er hier geschrieben. Goldstaub. Er hat mir das tatsächlich erklärt. Ja, also das Mana ist normalerweise rot, aber so sieht Mana aus, bevor es durch den Schrein geballert wird. Ne? So, was haben wir da noch? Am besten stellen wir es so hin, dass die Kamera da sehen kann. Auch über 10%. Mann, Mann, Mann. So, guck mal hier, da.
Die schmeckt aber tatsächlich so ähnlich wie klassischer Met, ne? Wie einfach klassischer Honigwein. Sieht nicht so aus, ist aber so. Das hier kommt aus der Wüste, das ist Docs Spezialmischung. Das kommt auf jeden Fall, das ist auch geil. Hier, guck mal hier, ey. Super sieht das aus. Das ist jetzt so dieses Outlaw-Getränk. Das ist alles Met, tatsächlich Met, ja. Und Docs Spezialmischung, der Doc, das war irgendwie so ein verrückter Heiler oder so, ne? Ja, der hat eigentlich Stims hergestellt. Und das hier, das schmeckt tatsächlich nach Karamell. 12% hat er gesagt. Wahnsinn. Der haut ordentlich rein. Arno, vielen, vielen Dank, ja. Das schmeckt echt nach Karamell. Ja. Also, wenn ihr mal so eine Art Met probieren wollt, die haben natürlich noch viel mehr Sorten. Die haben auch Waldfrucht, auch echt zu empfehlen. Kirsche, ne? Und auch noch ganz viele andere Metsorten, die man dort probieren kann. Dann guck mal bei www.metwabe.de. Dort könnt ihr sowas kaufen. Diesen jetzt explizit nicht, den hat er außer der Reihe als Geschenk gemacht, aber die Geschmacksrichtungen, die kriegt ihr natürlich hin und das ist echt leckerer Met. Nur zu empfehlen. Also zur Sommerparty hatten wir so das eine oder andere Bierfass zu wenig rausgeschenkt, weil Arno uns mit seinem Met versorgt hat und die standen alle drauf und es war echt tolles Zeug. Kann man nur empfehlen. Vielen, vielen Dank. Lecker. Okay, also vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Piranha Becken TV. Macht's gut. Ja, jetzt könnte man die eigentlich mal, das haben wir sie ja gezeigt, ne? Der ist aber auch lecker. Ja. Aber wenn ich den jetzt trinke, ne, dann habe ich voll einen im Kopf. Ja, heute nicht. Ist es zu warm.